Hallo und herzlich willkommen, liebe sehr geehrte Zuschauer hier. Ich freue mich, dass ihr es geschafft habt. Wir sind unterwegs nach Bad Camberg auf dem Urwetterahn-Käfertreffen. Da sind richtig schöne alte Autos zu sehen. Ich war selber noch nie da. Dieses Treffen ist auch immer nur alle 4 Jahre. Ja, da wollen wir jetzt mal hinfahren. Der Bus ist soweit komplett fertig gepackt und so. Alles, was ich so mithaben wollte, habe ich dabei. Weil wir haben hier ja einen großen Roadtrip vor uns. Richtig schön jetzt hier. Kann das alles losgehen? Und Leute, ich bin richtig heiß. Ich bin gespannt, was wir hier zu sehen kriegen in diesem Video. Was ich zu sehen kriege. Ich habe Hammerbock. Ich fahre jetzt gerade zu 2 Kumpels und treffe mich mit denen. Die machen gerade noch so ein paar Einstellarbeiten da am Aggregat. Und ja, dann verbringen wir eine kurze Nacht und starten morgen früh in der Früh und fahren runter nach Bad Camberg. Das sind für mich aus, ich habe mal geguckt, ich glaube 680 Kilometer, 630 Kilometer, irgendwie sowas. Die erste Etappe habe ich jetzt abgerissen und bin losgefahren. Jetzt bin ich heiß, dass es weitergeht. Der Bus läuft richtig schier mit dem Synchronisieren der Vergaser. Im letzten Video habt ihr es ja noch gesehen. Und neue Zündkabel rein. Das hat richtig was gebracht. Also ich bin total heiß, dass die Karre jetzt hier auch vernünftig durchhält bis da runter. Bin ich guter Dinge, denke ich. Ja, Leute, ich sag jetzt viel Spaß mit dem Video. Musik geht ab und wir sehen uns gleich in Bad Camberg wieder, würde ich sagen. So Leute, einen wunderschönen guten Tag. Wir haben es geschafft. Mittlerweile angekommen in Bad Camberg zum hier internationalen Volkswagen-Treffen. Richtig geil. Der Bus hat die ganze Reise so toll mitgemacht. Ich bin sehr, sehr stolz auf ihn und will auch nochmal Danke sagen. Danke, ne? Also echt geil. Ja, jetzt wollen wir das Wochenende hier ein bisschen genießen. Auch die anderen Autos haben hier gut mit durchgehalten, mit denen wir gefahren sind. Jetzt stehen wir hier mit ein paar Kollegen in der Ecke. Ole hat uns hier einen geilen Platz reserviert. Jetzt haben wir hier Platz einfach und können das Wochenende hier verbringen. Der Platz drüben, ich war gerade eben schon mal da,
Start. Das werde ich euch jetzt alles zeigen, was da abgeht. Ein Haufen geile alte Originalautos, muss man echt sagen. Sieht man nicht jeden Tag und sowas. Es ist familiär, klein, schön. Dieses Treffen findet nur alle 4 Jahre statt. Tatsächlich verschieben sie es noch ein Jahr weiter. Also erst in 5 Jahren ist dieses Treffen wieder. Da vorne haben wir einen schönen Sonnenschirm, da wird gerade Essen zubereitet und sowas. Also echt total geil. Guck mal da, Mann, die kommen aus Indonesien mit ihrem Buster. Das ist eine ganz irre Geschichte. Aber das wird ja jetzt nicht hier behandelt. Wir wollen uns umgucken. Das internationale Treffen in Bad Camberg. Für euch gibt es ein paar Szenen hier, ein bisschen Musik ab. Wir genießen den Tag jetzt hier. Wir haben Freitag noch kurz zur Hinfahrt. Wir sind heute Morgen um 5:30 losgefahren und um 2:30 angekommen. Könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen, wie viele Stunden wir gebraucht haben. Aber wie gesagt, 1,5 Stunden Regen zwischendurch und die Karren haben es einfach richtig gut gemeistert. Total geil. Hat echt Spaß gemacht. Und jetzt freue ich mich hier auf eine richtig geile Zeit. Es gibt auch für euch noch eine kleine Überraschung. Am Ende des Videos werde ich das aber erst erzählen. So. Aber jetzt geht's hier los. Bad Camberg 2024. Viel Spaß mit dem Video, Leute. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Der Abend gestern war richtig geil, also kann man anders nicht sagen. Wir haben hier hinten so eine ganz geile Camping-Ecke abgekriegt, ne, habe ich ja schon erzählt. Hier seht ihr schon, wie verrückt die geilen Karren rumstehen, ne? Franzosen da, das Ganze ist hier echt international. Also die Leute kommen hier, ja eigentlich aus der ganzen Welt, kann man sagen, hierher. Da sind Leute aus Japan hergeflogen und hast du nicht gesehen, ne? Das ist hier genauso noch ein Besucherparkplatz jetzt einfach. Ihr seht schon breit durchs Band, hier steht alles an Autos einfach. Auch immer ein paar geile alte Luftgekühlte, was uns ja hier besonders interessiert, ne? Guck mal, den finde ich auch richtig schön. Schöner der Vesti T2B, ne? 14 Zoll Füchse drauf. Ist doch klassisch, einfach zeitgenössisch. Ja, und jetzt geht's hier in diese Richtung zum Treffen. Moin Männer, guten Tag, ne? Moin, 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 moin. Ja, so, ne? Jetzt geht's hier rüber über die Bridge. Hier hätte ich fast gesagt Brücke. Und dann haben wir hier hinten das ganze Treffen. Ich zeige euch ein bisschen, was hier abgeht, so, ne? Ein bisschen aber auch nur. Oh, ich war nämlich jetzt hier genau auch noch gar nicht. Aber hier seht ihr schon, geht die Geschichte los, Alter. Der Platz ist, ja, langsam
langsam schon gut besucht. Und ihr könnt euch vorstellen, das sind hier besonders geile Autos, ne? Also hier fangen wir direkt mit einem alten Lowlight Carmangier an. Richtig schick, finde ich. Originale Sprinter-Felgen drauf und so. Also die Autos sind hier ein Sahnehäubchen nach dem anderen. Das sind so Autos, die siehst du nicht jeden Tag. Wenn du auf so ein kleines Käfertreffen fährst oder so, dann steht da vielleicht mal ein geiler Brezelkäfer. Aber das ist hier eine Vielfalt. Ihr könnt ja schon sehen über den ganzen Platz. Hier geht alles, ne? Bahnurbusse, alles, was das Herz begehrt. Teilemarkt konntet ihr ja gestern Abend in dem, oder hier mit der Musik gerade eben auch schon ein bisschen was sehen, ne? Ich würde sagen, ich hau jetzt hier für euch einfach wieder Mucke rein. Ne? Ihr könnt euch ein bisschen umgucken hier mit mir zusammen. Und ich freue mich richtig doll auf den Tag jetzt hier. Also Leute, viel Spaß.
So Leute, guckt euch um. Da hinten fahren gerade schon die allerletzten Autos. Der Platz ist leer, total irre. Wir haben jetzt Sonntagnachmittag und das ging mir von Schlag auf Schlag und die Autos fuhren weg. Ich konnte noch ein paar Aufnahmen ja auch für euch einfangen und sowas. Ihr habt jetzt hier den letzten Tag schön mit Musik hinterlegt gesehen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck gekriegt von dem Treffen. Es ist echt irre, was hier los war. Nur alte, geile Autos, ganz alte Baujahre, verschiedenste Zustände, von top restauriert zu wirklich schön patinierte Wagen. Ja, gestern Abend war hier im Partyzelt noch so ein bisschen Danksagung, will ich sagen. Kleine Aufführung, ein bisschen Musik. Also ganz human. Hier drüben hatten wir den Teilemarkt, was mittlerweile auch, letzten sind noch da und verkaufen ein bisschen oder bauen jetzt auch ab. Aber der Teilemarkt war irre. Alter, was da an Teile rumlag, krass. Das ist unglaublich, dass es immer noch eigentlich alles zu kaufen gibt. Du musst na klar hier die nötige Patte haben, aber es gibt eigentlich kein Teil, was du nicht kaufen kannst. So, ne? Ist schon krass. So. Ich bin echt sehr beeindruckt gewesen von diesem ganzen Treffen. War jetzt das erste Mal hier und wir sind jetzt hinten in unserem Camp und schrauben da gerade noch ein bisschen, müssen da was einstellen. Da seht ihr dann nächste Woche mehr, weil wir haben noch einen kleinen Roadtrip vor. Ich muss mal sehen, ob ich den Roadtrip für euch videotechnisch auch noch ein bisschen mit einfange oder wir uns einfach nächstes Wochenende beim European Bug-In sehen. Da mache ich auf jeden Fall wieder ein schönes Video für euch. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr es wieder tun würdet. Ne? Also, bis nächste Woche. Bleibt mir gesund und haut rein.